Hallo Feuerfreunde, ich wollte mir mal die App Oxford Medical Simulation angucken. Gibt es kostenlos im Applab. Ich nehme mal an, das ist für Medizinstudenten gedacht, also ein Doktorspiel. Und ich persönlich mag ja Doktorspiele, deswegen dachte ich, ich gucke da mal rein. Davor gab es einen Bildschirm, wo man sich anmelden konnte. Und da gab es aber noch einen Button als Gast einloggen. Also ich bin jetzt als Gast hier. Kann man wahrscheinlich nur das Tutorial machen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ein bisschen komisch ist, ich steuere den Pfeil mit meinem Kopf, wo ich halt hingucke. Und dann drücke ich die Trigger-Taste und dann wird es aktiviert. Naja, schauen wir mal. Ja, du kannst loslegen. Ich bin bereit. Ah, Hi there, hallo. and welcome to orientation. My name's Natalie. I'm a Wie? nursing assistant here in the emergency department, and I'll be your guide today. Aha. We'll also be meeting a patient today, George, who is going to help us get you up to speed. Let's get started. Okay. Was mich hier Hi there. schwer I'm irritiert, George. ist immer Pleased der to meet Punkt, der da immer vorne rumschwirrt. Before we get too focused on our patient today, let's get you familiar with our room and how to navigate about. Start by taking a look around. You have a 360-degree view, and there's a lot to take in. If you're Oh, joining us in der a Boden glänzt headset, aber schön. Ist der don't frisch forget to gewischt move worden your hier? feet when you turn to keep yourself balanced. If you're joining us on screen, you can look around by using your mouse. You won't be able to interact with much yet. To George and back again. If you're joining us on screen, you can do Okay, also this Snap using your Turn arrow haben wir keys. hier. Next, let's get you up to speed with how to interact with your environment. You may have noticed a small white dot in the center of your view. Ja, ich sehe den weißen That's your Punkt. Das ist cursor. total doof. As you Und look ich habe gar around, keine the Hände. small white dot will move Ich will den too. doch am Fuß kitzeln. You'll be able to tell which items you can interact with because they will glow blue. To select an item, use the A Geschenke. Sind die für button mich? or the trigger on your hand controller to click. If you are joining us on screen, you can do all of this using your mouse. Let's give this a go and try Also washing our hands. sprachgesteuert. Take a look around and find the sink. Look at the sink to position your cursor and then click to wash your hands. So. Okay. Great. You're getting the hang of this Also ich habe already. jetzt hingeguckt, bis Now es you've blau washed wurde und your dann habe ich den hands, Trigger gedrückt. let's try talking Ja, das to hatte ich mir aber George. alles ein bisschen Look anders at vorgestellt George hier, to ehrlich move your gesagt. cursor to his head. Then click to see the questions you can ask him. There are a lot of different options, but for now, let's stick with the basics. Ich probiere jetzt Let's mal, ob try die Sprachsteuerung asking him funktioniert. about why he has come to the emergency room today. You can Communi- do this by communication. clicking on Presenting Complaint and then selecting Presenting Complaint in the submenu. Hier und da flimmert es auch ein bisschen, aber gut. Ist ja jetzt kein Premium-Spiel. So, hello. Communication. Also das funktioniert nicht. Ich drücke den Trigger. Achso, jetzt. Okay, wir haben General, Presenting Complaint, Past Medical History, Medication History, Don't forget to Allergies. talk to George. Ihr halt auch die Klappe, ich bin doch gerade Remember, hier am use your Lesen. head to move your Ja cursor toll, to jetzt muss ich wieder von George vorne and click anfangen. on his head. Then use your cursor to look up and down Ich mach the mal menu General. and So, click on verify Presenting name and date of Complaint. birth. What Then pronouns do you select prefer? Presenting Provide Complaint in the the rest. Do you have submenu. any questions? How are you feeling? So, We can come back to that later. For now, let's ask George about his presenting complaint. okay. Presenting complaint, gut. Can you tell me about what's brought you in Was? today? I don't feel too bad today, to be honest. Just a bit of a runny nose and Ich a habe sore eine throat. Mädchenstimme. Good work. You'll Okay. have time later to come back and explore George's symptoms some Ich will mal more. hier auf Settings. Kann ich da was machen? So, sehr schön. Continuous Turn. Ja, hieß heißt 10. Gut, da bin ich 10. Was gibt es denn? 10? Ja, dann machen wir 5. Die Mitte ist immer gut. So, Volume General, bla bla bla. Oh, ein klein bisschen lauter. Captions on. Keine Ahnung, was das heißt. Ne, lassen wir mal. So, okay. Schließen. For now, let's move on to the examination.
We'll start by listening to George's chest. To do this, click on George's body and select respiratory exams, and then auscultate lung sounds to listen to George's lungs. So, und jetzt? Aha, ein Geisterstethoskop. Ah, pst, pst. Ich würde sagen, das Vader, ne? Ja, hört sich gut an. Right. Let's get some vitals for George. You'll notice on the cart beside you that there is a selection of equipment for you to use. Let's start by checking his saturations and heart rate. To do this, just click on the SATS probe. The readings will appear on the monitor above my head. Wo soll ich draufklicken? Da drauf? Ja, aber das ist aber ein bisschen blöd, dass das alles automatisch gemacht wird. Ganz ehrlich, ich will hier selber interagieren, ich will hier Quatsch machen. The value on the monitor will change over time. If your patient is getting sicker, you will see their vitals get worse. If you manage them correctly, you'll see their numbers improve. You'll have time to get a full set of vitals later. Now, though, let's move on to investigating our patient. There are a whole range of investigations you can do, including labs, EKGs, and radiology. Many of these are part of a standing order set already in place for you to utilize. Standing orders are available on the computer to expedite care for patients. Take a look Sag mal, at holst these du to eigentlich auch see mal what Luft can be done zwischendurch? without having to call the team to obtain orders. I'll go through where you can find each item. How about we look at the computer and see what those standing orders delegate to us? Then click on me, select cardiac tests COPD, and monitoring, das ist and doch eine then choose Lungenkrankheit, ne? ask for EKG. Okay. Habe ich alles gelesen, auswendig gelernt. Gut, weiter. Und jetzt? Messen wir mal die Temperatur. 36,6. Ja, ist ein bisschen cool. Cooler Typ. Okay. Blutzucker, was ist das? Ach, Blutdruck messen. Aha. Okay, Gut, ne? the blood pressure is done. Remember, it's a static reading, unlike the SATs. Kannst du mal bitte aufhören, mich so anzugucken? Langsam fühle ich mich belästigt. The action read blood pressure is already in progress. Okay, gut. Und nun? Ja, dann würde ich mal sagen, das hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. Ich dachte, man hätte schön Hände und könnte dann schön hier dem Sachen ins Ohr stecken und selber machen und tun. So ein bisschen Fuß kitzeln und so Quatsch machen. Aber so ist ja langweilig. Da ist auch gar keiner. Und ich bin unsichtbar. Hoppala. Ich wollte mal sehen, wie ich aussehe als Frau. Ja, die Steuerung ist aber auch ziemlich hakelig. Hallo, ich drücke nach vorne. Hä? Ich drücke den Stick zur Seite und der geht nach hinten. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Stick-Steuerung und nicht zwei. Okay, ja, tut mir leid, ich bin VR-Spiel geschädigt. So, jetzt nochmal. Was soll ich machen? Ja, frage ich mal nach Allergien. Are you allergic to anything? Well, cats make me sneeze, but otherwise, I don't think I'm allergic to anything. Okay. Also du hast eine Katzenallergie. Ja, ich auch. Ja, willkommen, Kumpel. Willkommen im Club. Aha. So, kannst du mir nochmal helfen? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Lass mir nochmal Blutzucker messen hier. Und die Geräte auch testen hier, die wir für teuer Geld gekauft haben. Ich sehe gar kein Blut. 99. Ist das gut oder schlecht? Schwester, ist das gut oder schlecht?
Sag mal was. Hallo. Ja, du bist mir eine tolle Hilfe. We can come back to that later. For now, let's get an EKG. Just click on me and select cardiac tests and monitoring. Ja, sag das doch direkt. The EKG is done. I've left it on the desk. Wo? Da? Ah, You okay. can review the results by Holla. clicking on the EKG. To close the Ja. EKG, just click on it again. Let's try Striche. this now. Great work. Let me tell you Ja, a little more gerne, about the gut. bedside tests you can do and how to get your results. Most of the tests you will need are available in both the bedside test menu, which you can find by clicking on the boxes on the bottom shelf of the bedside cart, or by clicking on me. You'll notice that some tests and procedures you'll have to do yourself, as they're beyond my scope of practice. But some tests I can do for you. Once a test has been done, I'll let you know when the results are back and where to find them. Let's try another test. Ja. How about we get a urine dip? You can find this option in the bedside test menu on the bottom of the bedside cart. Click on it and select urinary tests and monitoring. You'll find the option for a urine dip and culture in there. Bedside Card. Wo ist denn hier eine Karte am Bett? Hier ist doch gar nichts. Hallo? Willst du mich veräppeln? Mach mal das Ding wieder weg hier. Ach da, Bedside-Test. Aha. We can come back to that later. For now, let's get a urine dip. Just click on the bedside test menu on the bottom shelf of the cart next to the bed. Ja. Don't forget about that urine dip. You'll find the bedside test menu on the bottom shelf of the bedside cart. Ja, hab ich. Just click on the boxes and select urinary tests and monitoring. Ach so, okay. Und jetzt? Don't forget about that urine dip. You'll find the bedside test menu Ach. on the bottom shelf of the bedside Ja, ja, cart. hast schon gesagt. Just Ist aber click auch on the blöd. Jedes Mal, wenn boxes ich weggucke, and verschwindet select das. Ist ja auch urinary doof. tests and monitoring. Und dann? We can come back to that later. Also For das now, war's nicht. Let's get a urine dip. Just click on the bedside test menu on the bottom shelf of the Ja, cart next to the bed. du redest mir ein bisschen viel, muss ich sagen. The urine dip is done. All clear. You can see the results on the computer. It's over on the desk. Let's review them now. You can find them in the results menu. Results, da. So, also Urin. Great. Those results look fine. Ja, eine While Tränen we're on und the irgendwelche computer, let me Drogen im tell you Urin. more about what else Sieht you nicht can so find aus, on wa? there. On the Das ist computer, aber ein you'll be able langweiliger to Typ access hier. lab, urine, and radiology results. However, the computer has plenty more to help you. You'll be able to view online medical records for your patient, as well as view any charts, like medication and orders, fluid balance, or skin assessment. There are also protocols and guidelines which you might find helpful if you need a reminder Sag mal, wer soll sich about das eigentlich how to alles merken, assess was du and da manage erzählst? a particular condition. Finally, you'll find the early warning score calculator. Once you've taken all your vitals, you can Hör auf, document mich them so on the anzugucken. computer, Mann. and it will calculate a score for you. You can find out how to interpret this score in the guidelines and protocols section. For now, though, let's move on. Next, Guide. I'm going to tell you how to call for help and advice if you need it. Let's try calling our attending. Ah. Click on the phone on the wall next to the sink Was? and select Deliver SBAR Handover to Attending. You'll be asked to complete your handover with a series of multiple choice questions. Just click Select your answers. Sometimes you might be asked to give more than one option. Once you've completed those, the attending will then give you their advice and any management they think necessary. Let's try this now. Click on the phone Ja. and call the attending. Ding, was? Ach, da oben. Und jetzt? Also, the first set of questions asked you to service the community. You're currently working in the ED. You have a patient called George. Genau. Das da. George Possibility, George Smoking Status. Ja, genau. Smoking Status ist gut. So. Anaphylaxis, tract infection, zack. So, in order for nebulizers oder Ultrasound. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Nebel oder Sound? Ja, wir nehmen mal Sound.
Ultraschall ist das, ne? Nee. Ich will nicht. Nur Laser. Oh, es klingelt. I don't think George sounds like he needs that at the moment, but sounds like he could use some analgesia. I'll put an order for some acetaminophen on the computer for you, and I'll come and review George later. If you need more advice, you can call me back, or you can also call your charge nurse for extra help too. Good work. You can find that order on the medication Oh, hier gibt's Medikamente. administration record on the computer. The acetaminophen is in the drugs cupboard just Ooh, above cool. the desk. All the medication is listed alphabetically, so it's easy to find. First, Was sind denn die schönen Sachen hier? five rights Ich kenne mich da of gar nicht so mit medication aus, mit den administration. Click on Medikamenten. Verify name and date of birth. Jetzt sind die guten Sachen. George Schwester, will was sind die guten verbally tell Drogen, you, as well as show you Medikamente? with his wristband. You can also check any medication by clicking on the cupboard and the medication you plan to give. At the same time, click on the medication Ich gebe ihm jetzt einfach mal administration irgendwas. record or fluid administration record to Mamemi, verify right Mamemi, drug, ich right gebe ihm Mi. dose, right route, So. and right time before giving George his medication. Morphin, ja, Morphin ist gut. Ja, der kriegt jetzt von mir Morphin. I don't think there's an order for that. Warum nicht? Lass den Mann doch mal Morphin nehmen, dann fühlt er sich besser. Morphium hier. Naja. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht eigentlich für den Eindruck. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also es ist wirklich nur... Ja, sei mal leise, ich rede jetzt mit den Leuten hier. Ach, da gibt es ja auch noch was hier. Medications. Ja, da gibt es auch noch was. Ich habe halt gedacht, man kann halt so richtig so halt, ne, hier eingreifen und Fieber messen und machen und tun und Spritze setzen und was auch immer. Aber dem ist nicht so, man hat halt nur den Punkt, wo man hinguckt und dann drückt man den Trigger und dann wird eine Aktion ausgeführt und dann macht man Frage- und Antwortspiel und so weiter. Naja, gut, zum Lernen mag das ja okay sein, aber als Spiel, naja, so als Spaßdingen für zwischendurch kann man das vergessen. Da gibt es andere Spiele, dieses Zahnarztspiel oder dieses Surgeonier, wie das heißt, da kann man ja wirklich selber eingreifen. Da ist ja noch ein bisschen Spaßfaktor dabei, aber das hier ist ja wirklich langweilig. Na gut, Schwester, so, ich beende jetzt die Untersuchung und kümmere dich um den Patient, was mit dem hast, mir egal, schick ihn nach Hause, schick ihn in die Pathologie, ist mir Schnurz, ich bin jetzt raus. So, ja, ich will es verlassen. Und, hallo? Ich will gehen. Ja. Ja, wie gesagt, das war jetzt nur so ein Demo-Dingens. How did that feel? Talk about three things got well, bla 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 bla. Nerv mich nicht. Ah, okay, hier gibt es dann noch einen Bericht. Aha. User Guide, bla und so weiter, Szenario. Ja, also in der freien Version kann man nur das ausprobieren und für das andere kann man hier eigentlich zurück irgendwie, dass ich euch das mal zeigen kann. Sieht nicht so aus, ne? Ich komme hier gar nicht zurück. Für das andere muss man sich halt anmelden. Da müsst ihr wahrscheinlich Student sein an der Oxford University, ja. Und ihr müsst Arzt werden wollen, würden, dann könnt ihr da wahrscheinlich mehr machen. Aber wenn das alles nur so funktioniert, nee, also dann habe ich ja keine Lust drauf. Naja, so, dann haben wir wenigstens mal reingeguckt. Spart euch den Speicherplatz. Dann danke ich bis hierhin, bis fürs Zuschauen, wenn ihr so lange durchgehalten habt überhaupt. Oder vielleicht seid ihr auch eingeschlafen, man weiß es nicht. Danke jedenfalls und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.